Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversations. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman. And Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven in the next life. It's got to be one of these places. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. So, willkommen zurück zu Let's Play Noire. Jo, was war das jetzt gerade für eine Zwischensequenz mit dem Psychiater? Mega geil. Und wir dürfen jetzt halt einmal die ganzen Orte abklappern. Ah, wir dürfen am Ziel springen. Nice one. Ja. What? Machen wir mal hier so. So. Will er nicht? Wieso darf ich gar nicht mehr einsteigen? What the heck? Ey! What? Ich kann... Was geht denn jetzt ab? Ich kann nicht mehr einsteigen. Kann ich in irgendein anderes Auto einsteigen? Okay.
Kann ich in dieses Auto steigen? Ja. So, und jetzt will ich wieder in mein Auto rein. Hey, what the heck? Kann da nicht einsteigen. Oder? What? So, und jetzt möchte ich überspringen. Geht nicht. Also gut. Da war jetzt irgendwie ein Bug oder so. Den mache ich ein bisschen leiser und los geht's. Ja, dann fahren wir halt die Strecke kurz hin. Zu diesem Kammerjäger oder was auch immer das ist. Es ist ein bisschen komisch, das mit den zum Zielspringen, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ab und zu ist es möglich, meistens am Anfang der Mission. Und es ist irgendwie komisch. Sehr, sehr komisch. Aber gut. Da vorne ist ja schon der Kammerjäger. Den schauen wir uns doch gleich mal an. Okay, die Adresse stimmt anscheinend. Help you? Natürlich. How many guys you have working here, Pop? Who's asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son. That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. Let me guess. Hiding from the wife? Erstmal wieder Zeitung lesen. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth! Since when does a bagman work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. A time to talk and a time to shut up. Now is a time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon is dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Eieiei. Okay, also von diesen Herren hier bekommen wir also nichts mehr raus. Das heißt, ich muss mal woanders hinfahren. Schauen wir doch einmal Orte. Nuklear-Nageltierabwehr. What the heck? Holy shit. Da fahren wir hier mal hin. Okay, so. Und ist im Autokreuzung. So. Okay, wir müssen immer noch ja, den Fall lösen mit diesen Häusern, wo dann explodiert worden sind. Wo irgendein Kammerjäger oder so, irgend so ein Inspekteur irgendwas falsch gemacht hat. Richtig falsch gemacht. Aber
Den werden wir schon noch rausbekommen, wer das war. Das war knapp. So, Schaden, glaube ich, habe ich auch schon wieder genommen in diesem Fall. Also brauche ich da auch nicht mehr drauf achten. Okay, was haben wir jetzt hier? Schädlingsbekämpfung. Wow, welcome to Nuclear. That sure looks like a beauty. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only 3 people work here. Me and 2 Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. Das heißt, das war's schon? So leicht gibst du auf? Ich hoffe, der hat uns nicht angelogen. Ansonsten Westlake Ungezieferbefestigung. Befestigung? Beseitigung. Befestigung. Befestigung hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Hui. Oh yeah. Oh Mann, ich freue mich ja schon, wenn ich mal wieder ein neues Projekt habe. Ein neues, ja, nicht ein neues Projekt, ein neues Game. Auf ein neues Projekt wäre ich auch mal wieder geil drauf, mal wieder was mit jemand anderen zu machen. Da muss ich mal gucken, was da als nächstes dann kommt. Was als einzelnes Game kommt, das weiß ich schon. Und da freue ich mich sehr darauf. Ja, ja. Und überhaupt einmal, wir haben zusammen, was haben wir denn gemacht? Also bloß nochmal vom Rockstar her, GTA San Andreas habe ich ja. Ja, das könnte ich eigentlich... Oder, da habe ich mir auch mal überlegt, dass ich da mal so offscreen einmal nochmal das soweit zocke. Und das vielleicht noch einmal fertig mache. Das wäre vielleicht auch so ein Ding. Muss ich mal gucken. Hui. So, Westlake. Alles klar. Ist hier jemand? Jo. I work for the DA. I'm looking for a big cowboy, does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Cole, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room, spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lickman, Cole. She's missing. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Okay, dann lassen wir uns mal herumführen. Und der raucht wieder, der Hörschel. Oder, nee, ist es jetzt der Hörschel? Nee, oder? Moment. Nicht, dass ich da jetzt durcheinander komme. Take your time. I'll give you and the doctor some privacy. Nee, das haben wir schon angesehen. Moment. Ach, das haben wir schon. Important. Good doctor has been marking this map. Ja, okay. Irgendeine Straße. Was könnte das sein? Edgewood Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come?
Ja. Irgendwie sagt mir das auch was, ja. Ist das eine... Soll das eine U-Bahn sein? Nee, oder? New houses, all being built in the path of the freeway? Autobahnroute soll das werden. Ach so. Hey, das ist ja mal Hammer, hey. Alle Häuser, die da jetzt in der Quere waren, sind abgebrannt, oder wie? Das ist mal richtig heftig. Da guckt man sich mal den einmal noch schön an. Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Ist der dann... Wie war denn das jetzt gerade? Ja stimmt, der ist erdrosselt worden. Okay, an den Händen ist nix. Auf der anderen Hand... Oh, da haben wir was. Ja, funktioniert, würde ich mal sagen. Eine Brusttasche haben wir ja hier nicht. Noch eine Zeitung. Siehst du das Fortschritts Bürgermeister über Paul Löwe. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep a voice down. You know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them. Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? Certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. It's no longer necessary. I'll take care of Jack Kelso. Also die haben zusammen Geschäfte gemacht. Okay. Oh, 2 Zeitungen bloß noch. Jetzt geht es ja dann wirklich aufs Ende zu. Oder vielleicht habe ich auch schon 1, 2 Zeitungen verpasst. Das kann natürlich auch sein. Any ideas? We need to find Elsa. There must be something that links the big guy to the shrink. Okay, also muss ich trotzdem mal noch das Dokument durchsuchen. Vielleicht finde ich ja hier noch was. Unten finden Sie eine Liste der Grundstücke, die Sie angefordert hatten. Eine Bekannte hat jedes Besuch gründlich begutachtet. Bewohnerweise Unterstützung nötig. Beste Grüße. Unten finden Sie eine Liste der Grundstücke, die Sie angefordert hatten. Das haben wir ja eigentlich schon gesehen. Fontaine was having the houses burned for Monroe. Kann ich hier noch umblättern? Ja. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Was ist hier eingekreist? Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. He and the doctor lost control. Was steht hier noch? Das war nicht uns abgemacht. Bekommt sie Hintergrund. Oh, ich muss Maßnahmen einleiten. Okay, der Bericht. Moment, will ich den durch? Ja, lass mal kurz durchlaufen.
Nee, das brauche ich dann glaube ich doch nicht. Okay. Oder? Advice? We need to find Elsa. There must be something that links the big guy to the shrink. Verbindung zu Elsa. Was haben wir denn hier noch drin? Achso. Ich hoffe nicht wirklich, dass ich das nochmal durchlesen muss. Irgendeine Verbindung zu Elsa. So much for your foresight, Doctor. Kristallkugel. Ah, die könnte im Garten irgendwo fehlen, oder? Oder ist die einfach von ihrem Mörder mitgenommen worden? Wer weiß, wer weiß. Haben wir hier im Garten noch was? Eigentlich weniger, oder? Sind noch die Garagen? Nee, da ist nichts mehr. Da haben wir nichts mehr. Jetzt schauen wir so mal noch die Wohnung an. Ob wir irgendwas anderes noch finden. Okay, das soll wahrscheinlich so eine Art Wartezimmer sein. Hier ist noch eine normale Zeitung. Hier auch nochmal. Okay. Das ist geschlossen für uns. Haben wir hier noch was? Welche Bücher oder so? Nee, auch nichts Interessantes. Doesn't look like anything. Okay. Oh, ein Schrank noch. Ah, wieder das Morphium, ha? Das kennen wir doch schon. Gift. Warnung kann süchtig machen, ja. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Ja, wenn er eine Überdosis